Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist schon Tag 142. Wahnsinn, oder? Ja, total. 142 Tage. Das ist das ist eine echte Leistung. Auf jeden Fall. Und unser heutiges Thema, das ist wirklich faszinierend. Wir sprechen heute über Weltraum und Planeten. Oh ja, ein großartiges Thema. Finde ich auch. Das Ziel unserer heutigen Lernsession ist es, 15 essentielle Wörter zu diesem Thema zu meistern. Und zwar Wörter, die man wirklich im Alltag benutzen kann. Richtig, also nicht nur für eine wissenschaftliche Dokumentation, sondern für ganz normale Gespräche. Genau. Aber bevor wir da richtig tief reingehen, hast du doch bestimmt noch einen Lerntipp für uns, oder? Natürlich. Unser wichtiger Shadowing-Hinweis für heute. Hört wirklich gut zu und achtet besonders auf die Aussprache. Und natürlich auf den Rhythmus der Sprache. Mhm. Die deutsche Sprache hat einen ganz eigenen Rhythmus. Versucht einfach, die Wörter leise für euch mitzusprechen. Das hilft enorm beim Lernen. Super Tipp. Macht da auf jeden Fall aktiv mit. Und noch ein kleiner Teaser für euch. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Genau, ganz wichtig. Wir haben nämlich am Ende eine exklusive Mini-Story für euch, in der wir alle 15 Wörter in einer realistischen Alltagssituation, also in einer kleinen Geschichte einbauen. Darauf freue ich mich schon. Also, wollen wir direkt starten? Lass uns loslegen. Also, wenn wir über den Weltraum sprechen, dann müssen wir mit dem größten Konzept überhaupt anfangen. Das ist unser erstes Wort für heute. Das ist das Universum. Das Universum. Die einfache deutsche Erklärung dafür ist alles Existierende. Auf Englisch sagt man dazu Universe. Mhm. Und ein guter Beispielsatz aus unseren Quellen ist, das Universum ist unvorstellbar groß. Das ist wirklich wahr. Das Spannende an dem Wort Universum ist ja, es bedeutet buchstäblich alles. Jeder Planet, jeder Stern, aber halt auch die Erde und wir beide hier am Mikrofon. Stimmt. Alles Existierende eben. Genau. Und um diese verrückte Größe überhaupt beschreiben zu können, brauchen wir direkt unser zweites Wort. Das ist unendlich. Oh, unendlich. Das ist ein schönes Wort. Ja, ne? Die deutsche Bedeutung ist ganz einfach. Ohne Ende. Auf Englisch übersetzen wir das mit infinite. Mhm. Infinite. Und der Beispielsatz lautet, der Weltraum scheint unendlich zu sein. Und da stoße ich schon an meine Grenzen. Etwas, das wirklich ohne Ende ist, das kann unser Gehirn doch gar nicht richtig greifen. Das geht mir auch so. Das ist irgendwie ein Paradoxon. Wenn wir dieses unendliche Universum über uns haben, dann passiert ja emotional was ganz anderes mit uns. Wir schauen hoch und wir fühlen uns winzig. Ah, perfekter Übergang. Ja, das ist nämlich unser drittes Wort. Winzig. Das bedeutet auf Deutsch sehr klein. Und auf Englisch tiny. Mhm, genau. Der typische Satz dazu ist, der Mensch ist im Weltraum winzig. Ja, das ist dieses extreme Kontrastverhältnis. Wir haben auf der einen Seite das Unendliche und auf der anderen, das Winzige eben. Das hilft uns im Alltag extrem, um Proportionen zu beschreiben. Absolut. Man hat ja auch mal ein winziges Problem. Richtig. Aber lass uns von diesem unendlichen Universum mal ein bisschen heranzoomen. In unsere direkte Nachbarschaft quasi. Gute Idee. Das bringt uns zum vierten Wort. Das ist das Sonnensystem. Die Erklärung dafür ist einfach. Sonne und Planeten. Genau. Auf Englisch heißt das Solar System. Und der Beispielsatz ist ganz klar. Unser Sonnensystem hat 8 Planeten. Sehr gut. Aber selbst unser eigenes Sonnensystem ist für uns ja schon unfassbar groß. Die Wege dort sind extrem lang und deshalb brauchen wir unser 5. Wort. Das ist fern. Fern. Mhm. Das bedeutet einfach weit weg. Im Englischen sagen wir dazu distant. Distant, okay. Der Beispielsatz ist sehr schön, fast schon romantisch. Er träumt von fernen Welten. Das klingt wirklich nach Abenteuer. Aber um von diesen fernen Welten träumen zu können, müssen wir sie ja irgendwie wahrnehmen können. Sie müssen für uns sichtbar sein. Das ist Wort Nummer 6. Sichtbar. Genau. Die deutsche Erklärung ist zu sehen. Auf Englisch übersetzt man das mit visible. Ein schöner Satz für den Alltag wäre, der Mars ist heute Nacht gut sichtbar. Ja, das ist immer wieder faszinierend. Und wenn etwas sichtbar ist, dann schauen wir ja manchmal nicht nur kurz hin, sondern wir wollen es studieren. Das ist unser 7. Wort, beobachten.
Unser erstes Verb heute. Richtig. Die Erklärung ist, Genau anschauen. Auf Englisch heißt es to observe. Und ganz wichtig für euch beim Lernen, die Perfektform ist hat beobachtet. hat beobachtet. Genau. Der Beispielsatz lautet, wir beobachten die Sterne. Weißt du, da kommt mir gerade ein Gedanke, wenn wir diese fernen Dinge in unserem Sonnensystem beobachten. Also, Licht braucht ja Zeit, um zu uns zu kommen. Ja, sehr viel Zeit sogar. Das heißt doch eigentlich, wenn wir nachts die Sterne beobachten, dann schauen wir gar nicht in die Gegenwart, sondern, in die Vergangenheit, oder? Das ist absolut korrekt. Ein brillanter Gedanke. Wenn wir das Licht der Sterne beobachten, und ich sage das Wort beobachten hier extra nochmal schön langsam und deutlich für euch, dann ist dieses Licht oft schon Millionen Jahre unterwegs. Wahnsinn. Einfach unglaublich. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, das würde uns sehr freuen. Also, wir wissen jetzt, was da draußen ist, aber was hält uns eigentlich hier unten auf der Erde? Da kommen wir direkt zu Wort Nummer 8. Das ist die Atmosphäre. Die einfache Erklärung auf Deutsch ist Gasschicht. Auf Englisch sagt man Atmosphere. Mhm. Unser Beispielsatz ist extrem wichtig für uns alle. Die Atmosphäre schützt die Erde. Das tut sie wirklich. Und neben der Atmosphäre gibt es noch eine unsichtbare Kraft, die unseren Alltag bestimmt. Das ist unser 9. Wort, die Schwerkraft. Die Schwerkraft. Die Erklärung lautet Anziehungskraft. Auf Englisch ist das Gravity. Und der Satz dazu: Die Schwerkraft hält uns am Boden. Ich mag das Wort Schwerkraft. Das ist so typisch deutsch. Es macht die Dinge buchstäblich schwer. Total. Sehr logisch aufgebaut. Aber weißt du, was lustig ist? Wir haben diese Schwerkraft, die uns hält, und trotzdem wollen wir Menschen unbedingt da hoch. Wir geben so viel Geld aus, um genau diese Kraft zu überwinden. Ja, wir sind schon ziemlich stur. Das stimmt. Und das ist unser 10. Wort, die Raumfahrt. Die deutsche Erklärung ist Reisen im All. Auf Englisch übersetzen wir das mit Space Travel. Mhm. Und der Beispielsatz nennt direkt das Hauptproblem. Die Raumfahrt ist sehr teuer. Ja, extrem teuer. Und super kompliziert. Bevor man überhaupt eine Rakete bauen kann, muss man sehr intensiv forschen. Das ist unser 11. Wort. Forschen. Ein sehr wichtiges Verb. Genau. Die deutsche Erklärung ist Wissen suchen. Auf Englisch to research. Und die Perfektform müsst ihr euch wieder gut merken. Hat geforscht. Hat geforscht? Der Beispielsatz ist: Sie forschen nach Leben im All. Okay, aber da muss ich mal kurz kritisch nachfragen. Gerne. Wir wissen, die Raumfahrt ist unfassbar teuer. Lohnt es sich überhaupt, so viel Geld auszugeben, um zu forschen und Dinge zu entdecken, wenn wir auf der Erde, wir haben ja hier genug Probleme, oder? Ja, diese Frage hört man sehr oft. Aber die Forschung im All hilft uns direkt hier auf der Erde. Ein gutes Beispiel bringt uns zum 12. Wort. Umkreisen. Umkreisen. Das bedeutet rundherum fliegen. Englisch to orbit. Die Perfektform ist hat umkreist. Der Beispielsatz: Satelliten umkreisen die Erde. Ach so, ja klar. Ohne die Satelliten, die uns umkreisen, hätten wir ja kein GPS oder gar keine Wettervorhersage. Genau das. Sie überwachen sogar unsere Atmosphäre. Wir forschen also dort oben, um unsere Probleme hier unten besser zu verstehen. Das ergibt absolut Sinn. Aber wir wollen ja oft noch weiter als nur umkreisen. Wir schicken ja auch Sonden dorthin, wo sie wirklich landen sollen. Richtig. Das ist unser 13. Wort, landen. Die Erklärung ist aufsetzen. Auf Englisch to land. Und Achtung, bei der Perfektform, die bildet man mit sein. Ist gelandet. Ist gelandet, sehr gut. Der Beispielsatz lautet, die Sonde wird auf dem Mars landen. Ein technologisches Meisterwerk. Und wir tun all das, also das ganze Forschen und Landen, aus einem einzigen Grund. Wir sind neugierig. Wir wollen entdecken. Das ist Wort Nummer 14. Entdecken. Die Erklärung ist neu finden. Auf Englisch to discover. Perfektform hat entdeckt. Ein klassischer Satz: Er hat einen Kometen entdeckt. Das muss ein tolles Gefühl sein. Und die absolute Krönung von diesem Entdecken wäre ja unser 15. und letztes Wort für heute. Das Wort lautet bewohnt. Bewohnt, ja. Die ganz große Frage: Genau, die deutsche Bedeutung ist mit Lebewesen.
Auf Englisch inhabited. Und der Satz dazu ist, diese riesige Frage, die wir alle haben. Gibt es andere bewohnte Planeten? Diese Vorstellung, dass ein Planet bewohnt sein könnte, das treibt die ganze Menschheit an, oder? Total. Ob nun in der Wissenschaft oder in Filmen. So, und jetzt haben wir alle 15 Wörter erklärt. Theorie ist geschafft. Sehr schön. Und jetzt kommt die Praxis. Genau. Jetzt kommt unsere versprochene Mini-Story. Hier könnt ihr hören, wie diese 15 Wörter alle in einem ganz natürlichen Gespräch auftauchen. Wir beide erzählen euch jetzt diese Geschichte zusammen. Ja. Stellt euch vor, es sind 2 Freunde, Anna und Ben. Sie stehen an einem ganz klaren Abend draußen in der Kälte und schauen hoch. Also, Anna und Ben stehen da. Anna zeigt nach oben in die Dunkelheit und sagt: Schau mal, der Mars ist heute Nacht wirklich extrem gut sichtbar. Genau. Und Ben holt ein kleines Teleskop aus der Tasche und meint, lass uns die Sterne ein bisschen genauer beobachten. Er schaut durch und seufzt so ein bisschen. Weißt du, Anna, jedes Mal, wenn ich das sehe, fühle ich mich einfach komplett winzig. Anna lacht ein bisschen und sagt: Naja, kein Wunder. Unser eigenes Sonnensystem ist ja auch nur ein winziger Teil von diesem völlig unendlichen Universum. Ben nickt und meint, es ist doch verrückt. Wir stehen hier unten, die Schwerkraft hält uns fest am Boden und unsere dünne Atmosphäre schützt uns. Stimmt. Und während wir hier stehen, umkreisen hunderte Satelliten unsere Erde. Ben wird dann richtig enthusiastisch und spricht über die Raumfahrt. Er sagt, Wissenschaftler forschen jeden Tag, damit Sonden auf fernen Welten landen können. Sie wollen ständig Neues entdecken. Und dann sagt Anna ganz leise am Schluss: Ich frage mich nur, ob wir jemals herausfinden, ob da draußen noch ein anderer Planet wirklich bewohnt ist. Ende der Story. Ich finde, das ist ein richtig tolles Beispiel. Das ist eine ganz normale Situation im Alltag, wo man diese Wörter wirklich braucht. Auf jeden Fall. Es zeigt einfach, dass man kein Experte sein muss, um über das Universum zu sprechen. Hast du zum Abschluss vielleicht noch einen letzten Gedanken für uns? Ja, eine kleine philosophische Überlegung habe ich noch. Wenn wir durch dieses ständige Forschen immer tiefer ins All vordringen, also, wie viele völlig neue Wörter werden wir wohl in 100 Jahren erfinden müssen, um Dinge zu benennen, die wir heute noch gar nicht kennen? Wow, das ist wirklich ein starker Gedanke. Die Sprache wird sich komplett weiterentwickeln. Genau, so wie unser Wissen wächst. Sehr schön. Also, liebe Hörer, schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Und seid auch beim nächsten Mal dabei. Morgen sprechen wir über ein spannendes Thema: Technik und Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.